Hallo zusammen, hier ist Loki von Wolfchant. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu unserem ersten Videovlog. Davon wird es jetzt noch 2-3 weitere Teile geben, bis hin zum 9.4., wenn Omega Bestia, unser neues Album, erscheint. Wir wollen euch in den Videovlogs jetzt ein paar Updates geben. Zum einen, was war in den letzten 2-3 Jahren, warum waren wir weg, warum haben wir Pause gemacht. Wie geht es weiter mit dem neuen Album? Wie geht es weiter mit Auftritten, Konzerten, Touren und so weiter? Ist ja momentan wegen Corona alles verschoben. Ich weiß, das Thema kann keiner mehr hören, aber leider wird es uns auch in diesem Jahr noch ein bisschen verfolgen. Und so wollen wir uns jetzt in den nächsten 3 Vlogs, die noch kommen werden, euch ein paar Updates geben, auch aus dem Studio. Da wird Skal noch was dazu sagen. Den ersten Song Komet habt ihr schon gehört mit einem großartigen Video, was der Mirko Witzki gemacht hat von Witzki Media. Das Feedback war ja richtig gut, wir haben uns sehr gefreut, nach den Jahren wieder von euch allen zu hören. Das Thema ist ganz kurz eigentlich zu beantworten. Nachdem Bloodwinter 2017 erschienen war, lief es für uns richtig gut. Wir haben internationale Anfragen für Festivals bekommen. Wir haben unglaublich viel gespielt und wie die meisten, die uns kennen, auch wissen, hat uns schon zu dem Zeitpunkt 2 Jahre die Krebserkrankung von Eddie verfolgt. Die war immer mit dabei, die war immer präsent und er ist ja dann leider Mitte 2017 verstorben. Und das hat uns einfach so ein bisschen einen Dämpfer natürlich gegeben, wie jeder sich das denken kann. Wir haben auf Bitte von Eddie und auch seiner Familie damals einfach weitergemacht. Die wollten nicht, dass wir irgendwas absagen. Das hätte auch Eddie nie gewollt, also haben wir weitergespielt. Wir haben zu dem Zeitpunkt einfach unglaublich viel gespielt. Es waren dann Festivals eben wie Wacken, Summer Breeze, das Wolfszeit, was alles noch kam, die Tour. War großartig, aber wir haben das ganze Thema natürlich mit uns mitgeschleppt und nie richtig verarbeitet. Hinzu kam dann noch, dass wir noch jemanden dabei hatten, der auch ein, sage ich mal, ernsthaftes Krankheitsproblem hatte. Und dann haben wir beschlossen, okay, bevor es jetzt weiter eskaliert alles, wir brauchen eine Pause. Wir waren einfach ausgebrannt. Ja. Und dann haben wir die Pause gemacht. Bandkollege hat sein Problem beheben lassen und wir haben uns dann wieder getroffen und haben dann weitergemacht und zu dem Zeitpunkt standen auch schon für Omega Bestia die ersten Songs und wir haben gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach weitermachen mit den Songs und haben dann eigentlich geplant, 2020 ein Album rauszubringen, und zwar am besten zum Ragnarök oder eventuell zur Wolfszeit-Tour, die ja hätte stattfinden sollen im Oktober. Das ist natürlich alles nicht passiert wegen Corona, das wisst ihr alle. War relativ früh klar, dass 2020 ein katastrophales Jahr für die Musik wird und ja, von daher gesehen mussten wir es verschieben, hat auch Sinn gemacht. Wir haben aber die Zeit genutzt, um dann einfach noch mehrere Songs zu machen, um noch ein paar Covers zu machen, was jetzt dann alles auch eben in dem Deluxe Pack finden könnt oder auf der Doppeldigi von Omega Bestia. Da glaube ich, haben wir richtig viel Musik und auch gute Musik, wie wir finden, auf CD gepresst und ich denke, das wird alle, die mit Wolfchant was anfangen können, freuen und ich denke auch, dass jeder andere, der sich so ein bisschen auch für Power Metal oder auch Black und Viking Metal oder Pagan halt interessiert, dass dem das gefallen wird. Wir planen nach wie vor im Oktober zusammen mit Wag und ein paar anderen Bands auf die Wolfszeit-Tour, auf das Wolfsfest zu gehen. Und das ist nach wie vor alles gebucht. Das wurde letztes Jahr schon gebucht für dieses Jahr. Also unabhängig von Corona, das heißt, die Termine stehen, die werden auch bald online gehen. Und heißt, selbst wenn alle Stricke reißen, wir gehen davon aus, dass bis Ende, vielleicht September oder Ende August, hoffentlich schon vorher, das Thema Konzert und Festival wieder relevant wird. Und dass wir hoffentlich uns alle dann auch wieder auf Festivals sehen können, auf Konzerten und auf Touren sehen können. Wir haben jetzt gerade aktuell das zweite Video gemacht oder sind dabei, das jetzt zu machen. Das wird jetzt dann auch im März erscheinen.
zweite offizielle Single. Ist jetzt im Vergleich zum Witzki-Video ein anderer Stil, den wir haben wollen, aber ein sehr, sehr cooler Song, wie wir finden, ein sehr starker Song und ja, seid gespannt drauf, das wird auch bald in den nächsten Wochen dann online gehen. Wie gesagt, war jetzt der erste Vlog, der erste Vorgeschmack, allgemein mal ein bisschen, was war in den letzten Jahren, wo geht die Reise hin. Im nächsten Video werdet ihr dann sehen, wie geht es denn weiter mit Wolfschant, was ist im Studio passiert. Also wir haben uns ein paar nette Sachen ausgedacht für euch, um euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Wer ein bisschen mehr noch über die CD jetzt erfahren will und auch über unser Label Reaper und wie es zur Zusammenarbeit kam, der muss unbedingt mal in die Online-Podcasts von Reaper reinhören. Die sind echt informativ, die sind echt gut und witzig auch gemacht. Schaut euch das mal an, hört euch das mal an, das wird auch hier im Video dann unten verlinkt werden. Dann könnt ihr auch so ein bisschen noch mal über die Details von unserem Deluxe Package und so weiter euch Informationen holen. Wir werden da auch noch ein Unboxing dazu machen und so weiter. Und wie gesagt, hört und schaut da rein. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei euch. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Vlog und es gibt auch demnächst dann so ein Track-by-Track-Listening. Bleibt ein bisschen sozusagen immer auf, schaut rein bei uns, wenn es Updates gibt. Wie gesagt, wir brauchen jetzt momentan auch jeden von euch als Support, um gut durchs Jahr zu kommen. Ich wünsche euch allen wirklich alles Gute, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf Festivals, Konzerten, so wie es vorher auch war. Vielen Dank nochmal, macht's gut, euer Loki.